Hi Leute, ich habe gedacht, ich schicke mal ein Newsletter in Storyform durch und wollte ein paar Updates geben, was bei uns gerade so los ist. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was man mit Johanniskraut machen soll und was auch nicht und warum es wichtig ist, den frisch zu verarbeiten. So, bevor ich jetzt aber hier gleich unser wunderschönes Grundstück zeige, auf dem ich ja die meisten meiner Heilpflanzen ernte, wollte ich kurz einen Hinweis geben. Wir veranstalten hier auf unserer schönen Stadtfarm ein Sommerfestival. Da werde ich Workshops geben zum Thema Heilpflanzen und ja, alles das, was mich so begeistert daran und wie man es macht und wie man es anwendet und wie sie wirken, und wird natürlich auch hands-on Sachen erleben. Aber ich bin nur eine Person, die da präsentiert. Es gibt ein buntes Programm, Workshop, Kunst, Handmade-Sachen, wir haben Drum Circle, wir haben ganz viel Bodywork und Atemsachen und Yoga, viele Vorträge. Es gibt natürlich auch kulinarisch ganz schönes, wildes aus der Natur und natürlich auch Drinks, abends Party, Konzert und Live-Musik. Es wird ein schönes, buntes Festival. Und das Wunderbare ist, ich zeige euch gleich das Grundstück, ist, dass hier Platz ist für Leute, die sagen, hey, ich habe Bock auf ein Festival, aber wo komme ich unter? Wir machen das nämlich 2 Tage. Ihr könnt auch hier übernachten, zum Beispiel zelten oder einen Van mitbringen. So, willkommen auf der Stadtfarm. Hier ist ein großes, wildes, vor allem handtuchschlankes Grundstück, dem ich mich ausgetobt habe. Hier haben wir zum Beispiel so ein schönes Permakultur-Hügelbeet. Darüber werde ich auch berichten, wie man das anlegt und wie man einfach das gut bepflanzt und eigentlich danach keine Arbeit mehr hat. Hier sehen wir auch wieder Johanniskraut, Zitronenverbene, Topinambur, ganz viel Pfefferminz, Limonade, Indianernessel, Schafgarbe, Baldrian, Angelika, Fenchel, alles mögliche. Das ist so ein bisschen mein Show-and-Tell-Garden. Und dann habe ich natürlich auch noch Bereiche, wo ich etwas ernte. Und auf diesem Grundstück wollen wir einfach ein kleines Festival machen mit verschiedenen Bereichen. Hier leben unsere Hühner. Die sind schon schlafen gegangen. Hallo! Und da unten sieht man, da brütet eine. Das ist die Clotilde, die brütet auf 5 Eiern. Mal gucken, ob da was rauskommt. Die sitzt schon viel zu lange drauf. Hier ist unsere schöne Lounge. Hier passieren Workshops. Hier veranstalte ich meine Kräuterworkshops. Und hier gibt es Partys. Und es ist einfach ein schöner Aufenthaltsraum, ein Bereich, in dem man einfach sich wohlfühlen kann. Dann haben wir hier das schöne Gewächshaus. Hier war ich gestern mit der lieben Praktikantin Marine. Und wir haben gestern ganz viel Himbeerblätter gesammelt, weil die haben dich wirklich lieb, wenn du PMS hast oder wenn du schwanger bist. So. Und dann arbeiten wir auch gleich mit dem Johanniskraut. Was hier stattfinden wird, während des Soulfest, wird das ein Wellness-Bereich werden mit Yoga, Massagen und Reiki-Sessions und so weiter. Da hinten wird es richtig wild. Wir sind noch ein bisschen am, wie gesagt, schön machen. Hier baue ich gerade was. Hier kommt eine schöne Outdoor-Lounge, eine zweite hin. Wir haben da eine Komposttoilette, da auch noch eine Komposttoilette. Hierüber wollen wir gar nicht reden. Hier dieses große Grundstück. Und das ist die Challenge für die nächsten 2 Wochen, das hier komplett in einen großen Space zu machen, an dem wirklich Bewegungsworkshops stattfinden können und Vorträge. Was wir anbieten werden, ist das Bicakacha-Modell, wo ganz viele Leute schöne Wissensbotschaften weitergeben können, Vorträge halten können in einem Format von 6 Minuten, sodass es einem auch nicht langweilig wird. Okay, dann gehen wir weiter. Hier möchte ich einen schönen Bauerngarten anlegen mit vielen Hochbeeten und einfach komplette Selbstversorgung. Alles wieder nach den Prinzipien der Permakultur. Aber bis zum Soulfest wird das eine schöne Fläche, auf denen auch Workshops stattfinden können und vor allem abends private Zeremonien und auch ein Bereich zum Zelten, Schlafen, Musizieren. Wir wissen noch nicht so richtig, wir müssen es noch aufbauen. Ich hatte ja gesagt, das Grundstück ist handtuchschlank. Wir sind erst in der Mitte meines Grundstücks, aber wir lassen es jetzt mal. Jetzt hatte ich ja versprochen, dass wir noch eine Zubereitung aus Johanniskraut herstellen. Also, let's go! Es ist Juni, Hochsommer demnächst. Am 24. war der Johannistag. Das heißt, Johanniskraut blüht und es ist die Zeit zur Ernte. Was ich heute erzählen möchte, ist das Johanniskraut, weil die 2 Hauptstoffe, um die es uns geht bei dieser Pflanze, Hyperforin und Hyperizin, ein bisschen empfindlich sind. Und warum wir aus diesem Grund die Pflanze eigentlich schon fast auf dem Feld verarbeiten sollten. Ich ernte einfach die oberen Spitzen. Man sieht auch schon an den Fingern, oh, da tut sich was. Das ist der Farbstoff. Und um den geht es mir heute. Johanniskraut ist das Kraut gegen Depressionen, aber auch gegen Hautleiden. Kann Strahlenschäden reparieren, entzündete Haut beruhigen, wiederherstellen. Aber die Stoffe, da sie so empfindlich sind,
Aber das Kraut, weil es so empfindliche Stoffe enthält, muss recht schnell verarbeitet werden. Und das machen wir jetzt direkt hier. Ich werde ein Rotöl herstellen und zeigen, wie es geht. Wo findest du denn Johanniskraut? Im Prinzip, je nach Jahr, findest du es überall. Wir haben helle Wegränder, sehr saftig, sehr grün. Aber ganz besonders und dann nicht in Grüppchen, sondern eher sporadisch findet man auf solchen Brachflächen, wie zum Beispiel hier in Heidelberg in der Nähe der Uniklinik, sehr trockene, heiße Ecken, wenig Schatten. Da wächst Johanniskraut, was auch so ein bisschen dafür spricht, dass es eine Lichtpflanze ist. Jetzt gehst du raus, findest so viel Johanniskraut. Denk dran, lass immer noch was stehen für die Aussaat fürs nächste Jahr. Aber du hast so viel geerntet, bist dann eigentlich ein bisschen platt, weil es sau heiß war und du willst dich einfach nur ausruhen und denkst, hey, das mache ich dann morgen. Ich stelle es in die Vase. No, don't do it. Wenn ihr Johanniskraut erntet, ist es wichtig, das gleich zu verarbeiten, denn ein wichtiger Wirkstoff, der darin enthalten ist Hyperforin, ist super instabil. Das heißt, der Stoff, der einmal unsere Neurotransmitter ein bisschen wacher hält, sodass wir happy bleiben für Stimmung und gegen leichte Depressionen, also dass zum Beispiel Dopamin, Serotonin, GABA und all die wichtigen Neurotransmitter im Gehirn ja in ausreichender Menge vorhanden sind. Das beeinflusst Hyperforin von Johanniskraut und das Hyperforin ist leider instabil. Das heißt, wir ernten und wir wollen es sofort ansetzen. Ich möchte heute nichts gegen Depressionen herstellen mit euch, leider, das habe ich schon. Da würde ich jetzt für alle, die sagen, ey, das interessiert mich total, würde ich das abschnippeln und einfach eine alkoholische Tinktur ansetzen. Warum? Weil die Stoffe, die in unser Nervensystem eingreifen, fettlöslich sind. Das heißt, eine Teemischung mit Johanniskraut macht nicht so viel Sinn. Ich sage nicht, dass es gar nicht wirkt. Du müsstest recht viel trinken und da das Ganze so ein bisschen die Haut sensibilisiert, ist das keine gute Idee. Also, ihr könnt Johanniskraut-Extraktkapseln, Extrakttabletten in der Apotheke kaufen oder idealerweise eine eigene Tinktur herstellen. Aber das machen wir eben nicht heute. Wir stellen einen Rotöl-Auszug her und dazu sehen wir dieses kleine bisschen, was ich noch habe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mir in dieser Saison wieder Johanniskrautöl herstelle, weil ich das auch verwende und verarbeite in unserem schönen Paxbalm. Den gibt es im Shop. Das ist Sanddorn mit Rotöl und Shea. Ein ganz pflegender, luxuriöser Körperbalsam. Okay, und den stelle ich her aus diesen Pflanzen. Hyperizin ist das, was wir nutzen für die Haut. Es ist antimikrobiell, es ist zellregenerierend, sogar strahlenschützend. So, und ich weiß, es ist schön, meditativ da zu sitzen und jede einzelne Blüte abzuzuppeln. Aber halt, die waren ja empfindlich und instabil. Deswegen nehmt euch einfach eine Schere und schnippelt die oberen Köpfchen ab. Wenn da ein bisschen Kraut mit reinkommt, gar kein Problem. Und Kraut ist auch kein Problem, wenn ihr eine Tinktur herstellt. Auch in den krautigen Teilen, den Blättern und den Stielen ist ein bisschen was von diesem Stoff enthalten, aber vor allem eben im blühenden Kraut. Ist die Pflanze frisch genug? Den Test kannst du machen, indem du die Blütenblätter nimmst, reibst und eine lila Flüssigkeit austritt. Hier kann man sehen, meine Hände dreckig. In der Heilpflanzenschule lernen wir nicht nur, wie man was herstellt, sondern wie man es sinnvoll herstellt. Deshalb habt ihr vielleicht schon viele Beschreibungen gehört, wie man sowas macht. Und ich versuche nochmal immer so ein bisschen einen oben drauf zu setzen, indem ich sage, hey, so wird es aber richtig potent. Das heißt, so kriegen wir wirklich die meisten Sekundärstoffe raus. Indem wir wissen, okay, der Stoff wirkt so und so, oh, der ist aber auch instabil. Das gleiche wäre mit Echinazin, also Sonnenhut, der blüht ja auch bald. Der wird für den frischen Presssaft, den man in der Apotheke kaufen kann, wird der tatsächlich auf dem Feld noch gepresst. Also ganz frisch, weil auch da die immunstimulierenden Wirkstoffe ultra empfindlich sind. So, und das ist der ganze Zauber. Wir haben das Öl und übergießen das jetzt 1:1 mit einem stabilen Öl. Empfohlen wird im deutschen Arzneibuch Olivenöl. Mag ich jetzt nicht so gerne. Ich habe hier Aprikosenkernöl. Wenn du zu den Sparschweinchen gehörst, dann kannst du auch ganz normales Sonnenblumenöl nehmen. Am besten regional. Wir wollen ja auch regional arbeiten. Packst da deine Johanniskrautblüten rein. Sonnenblume ist nicht ganz so stabil. Das heißt, das wirst du in diesem Jahr aufbrauchen, diesem oder im nächsten Jahr aufbrauchen, sonst wird es ranzig. Aber es ist eine super günstige Alternative und ein wunderbares Pflegeöl für die Haut. Das wird oft verkannt. Sonnenblumenöl ist auch okay für die Hautpflege. Und jetzt kommt der Clou.
Man sagt ja immer, oh, das muss in die Sonne, das Rotöl, sonst wird es nicht rot. Bullshit. Das Öl, hatte ich ja schon mal gesagt, das Hyperforin und das Hyperizin, beide Stoffe sind instabil. Wir wollen es eben nicht in die Sonne stellen. Wir können es an einen hellen Ort stellen, aber nicht direkt in die Sonne. Also bitte nicht. Wenn ihr wirklich wollt, dass die meisten Sekundärstoffe übergehen, dann stellt das wie alle Sachen an einen lichten oder vielleicht schattigen Ort, aber bitte nicht in die knalle Sonne. Was auch wichtig ist, wir haben frisches Pflanzenmaterial. Das heißt, täglich einmal Deckel hoch, dass die Feuchtigkeit entweichen kann, dann wieder Deckel drauf, schütteln und ins Regal. Und dann, das zeige ich nur kurz, in 2 Wochen wird das Ganze sich rot färben. In 4 Wochen ist es bereit, abfiltriert zu werden.